Herzlich willkommen bei Building Survey Bits & Bobs. Dies ist eins von mehreren Videos, die sich mit einem ganz zentralen Messverfahren aus der Welt der Baudokumentation beschäftigen. Und zwar das Verfahren, bei dem ein ganz normaler Tachymeter so mit einem Laptop oder auch Tablet gekoppelt wird, dass die gemessenen Daten in Echtzeit als Eingabe für ein CAD-System verwendet werden. Etwas verkürzt könnte man also sagen, der Tachymeter wird wie eine 3D-Maus für Eingaben in ein CAD-System verwendet. Ich selbst nenne dieses Verfahren am liebsten Online-Tachymetrie, auch wenn es der Begriff wohl nie bis in ein Lexikon schaffen wird. Aber ich finde, er drückt schön griffig aus, dass das CAD-System seine Daten vermittels eines Tachymeters in Echtzeit vom realen Objekt holt. Das Tolle an der Online-Tachymetrie ist, dass man damit direkt vor Ort zeichnet. Und genau das ist ja bekanntermaßen ein Qualitätsmerkmal wirklich hochwertiger Baudokumentationen. Und gleichzeitig nutzt man dabei digitale 3D-Messtechnik, die effizient und präzise zugleich ist. Was man dafür braucht, liegt hier in meinem Kofferraum. Das Wichtigste davon ist einmal der Tachymeter und zum Zweiten natürlich ein Laptop. Auf dem habe ich außer dem CAD-System noch die im Titel schon genannte Software As-Built installiert. Denn erst die sorgt in meinem Fall für die Datenübertragung und kann auch noch eine ganze Menge mehr. Weil ich die Software nun schon auf meinem Laptop installiert habe, sollte ich eigentlich direkt mit meinen Messungen beginnen können. Ich dachte, ich hätte die Tasche mit dem Laptop direkt neben den Tachymeter gestellt. Tja, habe ich mich wohl vertan. Sag mal, was ist denn hier los? So, jetzt noch mal in aller Ruhe. Bin ich bescheuert? So, jetzt aber ein letzter Versuch. Ich bin wirklich bescheuert. Jetzt weiß ich, warum die beiden noch miteinander fremdeln. Ich habe zwar die Software auf dem Laptop installiert, aber die Kommunikation zwischen Laptop und Tachymeter ist entweder gar nicht oder nicht richtig konfiguriert. Genau dieses Konfigurieren kann gerade beim ersten Mal ganz schön hakelig sein. Meine Empfehlung daher, wenn man sowas noch nie gemacht hat oder eine komplett neue Gerätekombination in Betrieb nehmen möchte, dann sollte man das in aller Ruhe machen und nicht erst, so wie ich hier, wenn man schon vor Ort ist. Daher breche ich mein Aufmaß hier erstmal ab und fahre ins Büro zurück. Wenn ich jetzt hier die Konfiguration von Tachymeter und Computer Schritt für Schritt zeige, muss ich natürlich dazu sagen, so systematisch muss man das eigentlich nur ein einziges Mal machen. Denn ein einmal konfiguriertes System aus Tachymeter und Computer sollte auch am nächsten Tag noch funktionieren. Aber jeder weiß, Computer führen ein Eigenleben. Es kann daher immer passieren, dass das eigentlich funktionierende System von heute auf morgen einfach keine Lust mehr hat. Und dann muss man im Ernstfall doch wieder alle relevanten Einstellungen durchchecken. Und genau das schauen wir uns in aller Ruhe an. Nun, immer wenn es um Technik geht, muss man auch Ross und Reiter nennen. Denn nur wenig von dem, was ich im Folgenden zeigen kann, gilt universell. Ich muss mich hier also auf die Technik beziehen, die mir zur Verfügung steht. Und das sind auf der Tachymeter-Seite Geräte von Leica Geosystems und auf der Softwareseite das Paket Faro As-Built. Für ältere Semester besser als Qubit Tachycad bekannt. Das läuft nur unter AutoCAD und darin wiederum nur unter Windows. Um nun einen Tachymeter mit einem Laptop zu verbinden, sind zwei Varianten gängig. Per Kabel und über Bluetooth, also über Nahbereichsfunk. Sofern der Tachymeter ein Bluetooth-Modul hat, würde ich diese Art der Verbindung immer bevorzugen. Aber wenn er das nicht hat, bleibt eben nur die Kabelverbindung, mit der ich jetzt auch anfangen möchte. Die erste Frage ist,
Wird das Datenkabel besser im Tachymeterkoffer oder in der Laptoptasche aufbewahrt? Hier bei uns am Institut ist die Antwort einfach. Das Kabel ist ein Zubehör, das mit dem Tachymeter und nicht mit einem Laptop geliefert wird. Also bleibt es auch beim Tachymeter. So ist dann auch sichergestellt, dass man den Tachymeter außer mit dem dafür explizit eingerichteten Laptop notfalls auch mal mit einem anderen Laptop kombinieren kann und dafür kein eigenes Kabel besitzen muss. Bei den derzeit aktuellen Kabeln wird die Datenverbindung auf der Tachymeterseite von einem sogenannten LEMO-Stecker und auf der Computerseite über einen USB-A-Stecker hergestellt. Man braucht am Laptop also mindestens einen freien USB-Anschluss. Dabei spielt es keine Rolle, mit welcher USB-Version dieser Anschluss betrieben wird, da bei unserer Anwendung so winzige Datenmengen übertragen werden, dass die Geschwindigkeit keine Rolle spielt. Das Einstecken des Kabels ist natürlich banal, aber im Hintergrund läuft nun eine ganze Menge ab. Als Tachymeter in den 1990er Jahren begannen, ihre Daten mit Computern direkt auszutauschen, gab es noch keine USB-Anschlüsse. Die Kommunikation lief über sogenannte serielle Verbindungen, die auch als COM-Ports bezeichnet werden. Daher muss bis heute für unser Kabel an dem USB-Anschluss, an dem es eingesteckt ist, eine serielle Schnittstelle simuliert werden. Damit das klappt, braucht das Datenkabel einen Treiber, der auf dem Computer installiert ist. Daher wird beim Kauf eines solchen Kabels in der Regel auch ein Treiber mitgeliefert. Aber glücklicherweise ab Windows 10 funktioniert es erfahrungsgemäß so, dass Windows den Treiber beim ersten Einstecken des Kabels von selbst installiert. Im Unterschied zu USB funktioniert ein COM-Anschluss nicht nach dem Plug-and-Play-Prinzip. Jedes Mal, wenn das Kabel in den Computer eingesteckt wird, meldet es sich an einem dezidierten COM-Anschluss an. Ich sollte jetzt also nachschauen, wie sich das Kabel angemeldet hat. Dafür brauche ich den Windows-Gerätemanager. Den finde ich zum Beispiel mit Hilfe eines Rechtsklicks auf das Windows-Symbol. Und falls daraufhin eine Fehlermeldung kommt, kann ich die gepflegt ignorieren und kann mir nun die aus heutiger Sicht historischen Anschlüsse COM und LPT anschauen. Hier sollte an einer Stelle jetzt der sogenannte USB Serial Port angezeigt werden und dahinter erscheint die Nummer des COM-Ports, unter dem sich das Kabel angemeldet hat. Diese Nummer bleibt üblicherweise konstant, aber sie ist auch eine Spielwiese für das Eigenleben des Computers. Kann sich also auch ohne mein Zutun mal verändern. Als nächstes werfe ich per Rechtsklick einen Blick in die Einstellungen meines USB Serial Ports. Dort sollten bei den Anschlusseinstellungen folgende Werte stehen. Bits pro Sekunde 9600. Dieser Eintrag wird oft auch als Baud-Rate bezeichnet. Dann folgen noch die Datenbits mit 8, keine Parität, ein einzelnes Stop-Bit und keine Flusssteuerung. Die gute Nachricht dabei, die Details dieser Werte muss man nicht verstehen. Um die Werte aber für das Folgende im Blick zu haben, ist es nicht verkehrt, dieses Fenster erstmal geöffnet zu lassen. Im Übrigen kann ich all das tun, ohne dass ein Tachymeter angeschlossen ist. Der Computer erkennt nur das Kabel. Ob daran wirklich ein Tachymeter hängt oder nicht, bleibt ihm verborgen. Wenn in meinem Gerätemanager nun kein USB-Serial-Port angezeigt wird, kann das, zumindest so nach meinen Erfahrungen, 3 Gründe haben. Erstens, der Treiber für das Kabel wurde doch nicht automatisch installiert, dann muss ich im Ernstfall etwas nachhelfen. Mir sind aber auch schon mal defekte USB-Anschlüsse untergekommen, da lohnt es sich also, das Kabel testweise auch mal in einen anderen USB-Anschluss zu stecken. Und dann gab es schon mal Fälle, in denen das Kabel durch unsensible Handhabung einen Wackelkontakt bekommen hat oder gar gebrochen war. Das kann man von außen leider meistens nicht sehen. Man muss es also testen. Und dazu hilft eigentlich nur ein zweites Kabel. Wenn sich das dann plötzlich anmeldet, lag es wohl am ersten Kabel. Spätestens in so einem Fall wäre ich heilfroh, dass ich die ganze Einrichtung nicht erst vor Ort versucht habe.
Damit so ein Kabelbruch gar nicht erst passiert, sollte das Kabel beim Zusammenlegen auf keinen Fall geknickt werden, sondern nur locker eingerollt sein. Man sollte immer daran denken, dass dieses vielleicht banal anmutende Kabel, zumindest als Originalteil, schon mal 200 € kosten kann. Nun, hier hat die Anmeldung aber geklappt. Das Kabel funktioniert. Als nächstes wäre die Schnittstelle im Tachymeter so zu konfigurieren, dass sie exakt dieselben Einstellungen wie am Computer hat. Als erstes zeige ich das am Beispiel einer Leica TS02. TS ist einfach die Abkürzung für Totalstation. Bei den allgemeinen Einstellungen suche ich mir den Unterpunkt Schnittstelle. Und da sind sie auch schon, die ganzen Einstellwerte, die ich auch am Computer sehe. Hier heißt es jetzt nicht Bits pro Sekunde, sondern Baud-Rate. Datenbit und Parität heißen genau gleich. Als Endemarke sollte Carriage Return und Line Feed stehen. Stop-Bit kennen wir wieder. Und auf der zweiten Seite ist die sogenannte Rückmeldung, also die Flusssteuerung, deaktiviert. In diesen Einstellungen müssen exakt dieselben Werte wie in der Schnittstelle meines Computers stehen. Alle gezeigten Werte waren die Standardeinstellungen, an denen man ohne Not nichts ändern sollte. Aber es fehlt noch was anderes. Dazu suche ich mir wieder die allgemeinen Einstellungen und dann aber den Unterpunkt Speichern. Auf der zweiten Seite der dortigen Einstellungen steht, ob die Datenausgabe überhaupt an die Schnittstelle erfolgt oder im internen Speicher landet. Was uns wenig nützen würde. Aber jeder Nutzer, der einen Tachymeter ohne angeschlossenen Laptop nutzt, und das ist die Mehrzahl der Geodäten, würde hier natürlich den internen Speicher als Ziel der Datenausgabe wählen. Beim sogenannten GSI-Format sollte man immer das GSI 16 und die sogenannte Maske 1 wählen. Jetzt zeige ich das Ganze nochmal an einer TS06, ebenfalls von Leica, anstelle der TS02, die ich eben hatte. Da ist erstmal alles gleich. Aber hier ist die erste Zeile Anschluss nicht ausgegraut, sondern ich habe eine Auswahl. Da sehen wir, dass die Kabelschnittstelle auf Tachymeterseite RS232 heißt. Erst wenn die aktiv gesetzt ist, sehe ich darunter wieder die Parameter, die wir nun schon kennen, also Baud-Rate und so weiter. Wenn ich in der Anschlusszeile blättere, sehe ich zum Beispiel, dass dieser Tachymeter auch Bluetooth kann. Aber wir gehen natürlich erstmal zurück zum Kabel. Natürlich schaue ich mir auch hier nochmal das Ziel der Datenausgabe an. Die Menüstruktur ist aber genauso wie bei der TS02. So, und jetzt das Ganze noch einmal an einer TS07. Hier gehe ich in die Einstellungen, wähle den Reiter Verbindung, dort wiederum Schnittstelle und bin wieder an der bekannten Stelle. Auch dieser Tachymeter kann mehr als nur RS232. Doch sobald ich das eingestellt habe, sehe ich die üblichen Parameter. In diesem Beispiel müsste ich die Baudrate noch auf den Standardwert 9600 setzen. Zum Schluss prüfe ich auch hier die Datenausgabe. Die versteckt sich unter Einstellungen, Daten, Seite Ausgabe und dort ist dann wieder alles ganz vertraut. So, der Laptop und egal welcher Tachymeter wären vorbereitet.
Aber jetzt fehlt noch unsere Software. AutoCAD mit FahrOS-Bild habe ich schon mal gestartet. Und wie man genau bis zu diesem Bildschirm kommt, ist Teil eines anderen Videos. Hier ist jetzt die AS-Bild TS-Steuerung wichtig. Da nehme ich die Funktion Instrumenteneinstellungen und da wiederum Instrument wählen. Die Leica-Tachymeter verwenden je nach Baureihe eines von 2 unterschiedlichen Datenprotokollen. Daher unterscheidet AS-Bild einen sogenannten Leica-Standard-Tachymeter und einen, der mit System 1200 Viva benannt wird. In Wirklichkeit stecken hinter diesen Bezeichnungen viele verschiedene Baureihen, die aber dankenswerterweise unter dem Auswahlfeld fein säuberlich aufgelistet werden. Die vorhin gezeigte TS02 und auch die TS06 würde ich demgemäß als sogenannten Standard-Tachymeter ansteuern. Für die TS07 dagegen bräuchte ich die Option System 1200 Viva. In der Regel kann man sich nach den hier angegebenen Gerätetypen richten, nur wenn man alles andere durchgecheckt hat und die Kommunikation trotzdem nicht funktioniert, dann kann man mit den beiden Übertragungsprotokollen anfangen zu experimentieren. Nur am Rande weise ich auf die wirklich reiche Auswahl von anderen Tachymeterfabrikaten hin, die AS-Bild ebenfalls unterstützt. Wenn ich also meinen Gerätetyp ausgewählt habe, komme ich zu den Einstellungen, die nun schon sehr vertraut sind. Überflüssig zu sagen, dass auch hier dieselben Parameter wie am Tachymeter und im Gerätemanager von Windows eingestellt werden. Entscheidend ist hier aber zusätzlich, dass ich die richtige COM-Schnittstelle auswähle. Je nach Computer stehen nur wenige zur Auswahl, manchmal sind es aber leider auch 255. Gut, dass ich mir gemerkt hatte, unter welcher COM-Schnittstelle sich mein Kabel angemeldet hat. Jetzt sind wir endlich soweit, die Kommunikation zu testen. Verbleibt nur noch ein total beliebter, weil ganz banaler Fehler. Das Kabel hier sollte man schon einstecken. Der LEMO-Stecker ist ein Industriestandard, der sowohl eine sichere elektrische als auch mechanische Verbindung herstellt. Der Stecker kann nur in einer einzigen Position in diese Buchse gesteckt werden. Und die ist hier durch rote Punkte gekennzeichnet, die beim Einstecken fluchten müssen. Denn nur dann greifen die beiden Erhebungen am Stecker in die entsprechenden Ausnehmungen in der Buchse. Am einfachsten geht das Einstecken, wenn man den Stecker zunächst einmal nur ungefähr mit der richtigen Drehung ganz leicht einschiebt. Dann wird der Stecker leicht hin und her gedreht, bis man spürt, dass er quasi von selbst etwas tiefer rutscht. Wenn man diesen Punkt gefunden hat, lässt sich der Stecker problemlos komplett einschieben und verriegelt sich am Anschlag automatisch. Obwohl wir noch nicht so weit sind, zeige ich auch schon mal das Lösen des Steckers. Dafür niemals einfach am Kabel ziehen, denn der Stecker ist ja wie gesagt im Anschlag eingerastet. Zum Lösen wird er an der geriffelten Buchse angefasst, die beim Herausziehen die Arretierung entriegelt und den Stecker freigibt. Und jetzt nochmal zum Einschieben. Wenn er sich nicht leicht einschieben lässt, auf keinen Fall Gewalt anwenden. Das liegt dann entweder an einer falschen Drehung oder an einer leichten Verkantung. In diesem Fall einfach nochmal von vorne probieren, bis man den richtigen Ansatz gefunden hat. Wenn man beim Ein- und Ausstecken alles beachtet, kann dem Kabel und dem Tachymeter eigentlich nichts passieren. Aber ich kann nur jeder und jedem, die oder der das zum ersten Mal probiert, empfehlen, das zunächst mal schön als Trockenübung zu machen. Nur dann klappt es auch vor Ort, wo man vielleicht im Halbdunkel auf einem Kehlbalken balanciert. Könnte ja sein. Hier ist jetzt aber endgültig alles für einen Test vorbereitet. Ich prüfe nur noch mal kurz die Horizontierung, damit der Tachymeter überhaupt eine Chance hat, zu messen. Unter der AS-Bild TS-Steuerung gibt es bei den Instrumenteneinstellungen die praktische Funktion Schnittstelle überwachen. Wenn ich darin eine Messung auslöse, komme ich zur sogenannten erweiterten Messbox, die Teil eines anderen Videos ist.
und hier kann ich eine Messung auslösen. Und jetzt sehe ich die Daten, die der Tachymeter an den Computer gesendet hat. Beim sogenannten Leica Standard-Tachymeter ist die Interpretation dieser Daten sehr einfach, denn es sind die Horizontalrichtung, der Vertikalwinkel und die Schrägstrecke. Das ist ja im Übrigen ein ganz grundlegendes Prinzip jeder vernünftigen Software für die Online-Tachymetrie, dass im Tachymeter nichts berechnet wird und der Computer stets nur die nackten Messwerte übernimmt und nicht etwa irgendwelche Koordinaten. Was derartige Software ebenfalls beherrschen sollte, ist, dass ich jede Messung auch am Tachymeter auslösen kann. Und wieder erscheint das Ergebnis der Messung. Die ganzen Einrichtungsschritte zur Kommunikation waren also erfolgreich. Was aber, wenn jetzt alles funktioniert und draußen vor Ort plötzlich nichts mehr? Die einfachste Maßnahme wäre, direkt in AS-Bild die Verbindung zum Tachymeter einmal explizit zu trennen und sofort wieder herzustellen. Und in einigen Fällen ist das dann schon die Lösung des Problems. Ja, da sind die Daten. Der häufigste Fehler bei der Kabelverbindung rührt aber daher, dass sich das Kabel beim Reinstecken in den Computer unter einem anderen COM-Anschluss angemeldet hat als bei der letzten Anmeldung. Um das zu korrigieren, checke ich im Gerätemanager mal rasch den aktuellen Anschluss, unter dem sich mein Kabel angemeldet hat. Das ist jetzt in meinem Falle COM3 und in der AS-Bildsteuerung Instrument auswählen. Da sehe ich, oh, da ist COM4 eingestellt. Das stimmt so nicht. Ich würde sagen, in 90% der Fälle führt eine dieser beiden Maßnahmen zum Erfolg. Wenn nicht, dann sehen wir uns wieder in der ersten Szene dieses Videos. Und manchmal sind es auch ganz banale Fehler, zum Beispiel eine nicht richtig eingeschobene Steckverbindung. Zum Abschluss der Kabelvorstellung gebe ich noch Hinweise, um die Arbeit vor Ort zu erleichtern. Dazu schauen wir uns einen kurzen Einspieler an. Der Abstand zwischen Tachymeter und Laptop ist bei einem Aufbau mit Kabel idealerweise so eng, dass niemand auch nur auf die Idee kommt, zwischen den beiden Geräten durchzulaufen. Dann ist automatisch auch schon die zweite Bedingung erfüllt, dass das Kabel locker durchhängt und nicht etwa gespannt ist. Wenn ich nun die Station wechseln will, sollte ich den Tachymeter für den Transport ja immer abschalten und muss ihn natürlich auch vom Computer trennen. Wenn ich dafür das Kabel am Tachymeter löse, solange der noch eingeschaltet ist, und das Kabel auch nicht am Laptop herausziehe, dann glaubt der Laptop weiterhin, der Tachymeter sei noch angeschlossen und wird keine Fehlermeldung ausgeben. Erst jetzt schalte ich den Tachymeter ab, kann ihn anschließend auf der neuen Station aufbauen und dann auch meinen Laptop wieder mit dem Tachymeter verbinden. Am neuen Standort kann ich dann nahtlos weitermachen, ohne die Kommunikation wieder eigens herstellen zu müssen. Nach diesem kleinen Ausflug nun aber zum zweiten Hauptthema dieses Videos. Jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze ohne Kabel und mit Bluetooth funktioniert. Dazu brauche ich zunächst natürlich einen Tachymeter, der Bluetooth kann. Also zum Beispiel die TS06 von vorhin. Zunächst eine kurze Wiederholung. Als erstes muss sichergestellt sein, dass die Daten überhaupt an die Schnittstelle und nicht an den internen Speicher gesendet werden.
Und auch den Weg zum nächsten Schritt, nämlich die Schnittstellenauswahl, kennen wir schon. Da wechsle ich von RS232 zu Bluetooth und schaue in der nächsten Zeile auch gleich, ob der Funksender aktiviert ist. Das Schöne am Bluetooth im Gegensatz zur COM-Schnittstelle ist, dass es fast keine Einstellungen gibt, die verstellt werden können. Wichtig ist nur, sich über den Bluetooth-Pin zu informieren. Standardmäßig ist der bei Leica 0000, aber ein Vornutzer kann natürlich auch etwas anderes eingestellt haben, so wie hier. Mit Weiter komme ich wieder zurück. Was dann noch häufig vergessen wird, ist die Klärung der Frage, unter welchem Namen der Tachymeter in dem Bluetooth-Funk überhaupt erscheinen wird. Das ist einigermaßen wichtig, weil heutzutage oft mehr als ein Bluetooth-Gerät in Reichweite des Laptops aktiv ist, zum Beispiel das eigene Smartphone. Um den Gerätenamen zu ermitteln, gehe ich in Tools und wähle Info. Und da steht nun die Seriennummer, in diesem Falle 1400101. In diesem Menü kann übrigens kein Vornutzer irgendwelche Veränderungen eingetragen haben. Die Angaben dort stimmen immer. Wie zu erwarten, sieht die Bluetooth-Einrichtung bei einer TS07 wieder geringfügig anders aus als bei einer TS06. Zunächst gehe ich über Einstellungen und Verbindungen zu den Schnittstellen. Hier muss Bluetooth nun nur gewählt werden und muss nicht eigens aktiviert werden. Aber der Blick in die Bluetooth-Pin sollte nicht fehlen. Und die Seriennummer des Gerätes finden wir bei Einstellungen, Werkzeuge, Info. So, nach den Bluetooth-Einstellungen am Tachymeter kümmere ich mich um die Bluetooth-Einstellungen am Laptop. Die finde ich entweder in der Taskleiste unter dem Bluetooth-Symbol, sofern es dort angezeigt wird. Oder ich gebe Bluetooth in die Windows-Suche ein. Als erstes muss ich natürlich sicherstellen, dass der Bluetooth-Sender am Laptop überhaupt aktiv ist. Und als nächstes starte ich die Suche nach aktiven Bluetooth-Geräten in Reichweite meines Computers. So, jetzt sind hier einige Geräte aufgetaucht, die natürlich nicht als Tachymeter erkannt werden, sondern als irgendwas anderes. Das soll uns aber nicht verwirren. Wir suchen nach Einträgen mit dem Präfix TS für Totalstation. Für die Demo war ich natürlich gemein und habe einfach noch weitere Bluetooth-Tachymeter eingeschaltet, sodass ich jetzt echt die Qual der Wahl mit diesen kryptischen Nummern habe. Kann sich vielleicht noch jemand an die Nummer erinnern, die vorhin im Tachymeter angezeigt wurde? Naja, macht ja nichts. Das war jetzt auch nur ein sogenanntes aktivierendes Element im Video, um Zuschauer aus dem Halbschlaf zu wecken. Wir können ja einfach mal zurückspulen. Meist reicht es, sich nur die ersten 4 Zahlen kurz zu merken. Hier also 3305. Okay, das muss er sein. Und jetzt freue ich mich auch, dass ich vorhin auch den Bluetooth-Pin nachgeschaut hatte, der jetzt abgefragt wird. Hier also die Standardeinstellung 4 mal die 0. Jetzt noch verbinden und der Tachymeter ist gekoppelt. Auf diese Weise einmal gekoppelt, wird sich der Laptop normalerweise auch beim nächsten Einschalten wieder mit demselben Tachymeter koppeln, sofern der eingeschaltet in der Nähe ist. Allerdings darf man sich nun noch nicht dadurch verwirren lassen, dass neben dem Bluetooth-Symbol auf dem Gerätedisplay noch ein Ausrufungszeichen steht.
das mir sagt, dass noch keine Daten empfangen oder gesendet werden können. Die finale Aktivierung passiert nämlich erst im nächsten Schritt. Dafür rufe ich am Laptop die ASBuild TS-Steuerung auf und darin wieder die Funktion Instrument wählen. Beim Tachymeter-Typ ist alles so wie bei der Kabelverbindung, kennen wir also schon. Bei den Anschlusseinstellungen wähle ich nun aber Bluetooth statt des seriellen Anschlusses. Zur Auswahl stehen dann hier keine Schnittstellenparameter, aber ich muss dem Computer sagen, sofern hier mehrere Bluetooth-Geräte angezeigt werden, welches der gekoppelten Geräte denn mein Tachymeter ist. Sobald ich den ausgewählt habe, findet ASBuild den Tachymeter und das Ausrufungszeichen auf meinem Tachymeter-Display verschwindet. Das sieht gut aus, aber nichts geht über einen Test. Dafür nehme ich wieder die Funktion Schnittstelle überwachen in ASBuild. Et voilà, die Daten sind da. Deren Anschaulichkeit ist allerdings nicht so einfach wie bei der TS02, denn die TS07 verwendet ja ein anderes Protokoll. Wiedererkennungswert hat nur die Schrägstrecke. Horizontalrichtung und Vertikalwinkel dagegen werden hier im Bogenmaß und nicht in Neugrad übertragen. Das stört in der Praxis aber natürlich nicht. Wenn ich das ganze System dann vor Ort einsetze und aufgebaut habe, schaue ich immer als erstes auf das kleine Ausrufungszeichen neben dem Bluetooth-Symbol im Tachymeter-Display. Wenn es eingeblendet ist, wird eine Messung garantiert nicht funktionieren. Erst wenn es fehlt, dann funktioniert in der Regel alles. Wenn nun die Bluetooth-Verbindung nicht funktioniert, obwohl bei der Vorbereitung noch alles in bester Ordnung war, hilft oft dasselbe Mittel wie bei der Kabelverbindung. In ASBuild die Verbindung zum Tachymeter einmal explizit trennen und anschließend gleich wieder herstellen. Das behebt bei Bluetooth schon 90% aller Probleme. Und die restlichen 10%, naja, dafür kann man ja dieses Video wieder beliebig weit zurückspulen. Zum Abschluss wechseln wir wieder den Ort und schauen uns noch schnell an, wie der Stationswechsel vor Ort bei der Bluetooth-Verbindung funktioniert. Als erstes schalte ich den Tachymeter ab und baue ihn am neuen Standort wieder auf und schalte ihn ein. Mein Laptop merkt davon nichts und glaubt weiterhin mit dem Tachymeter gekoppelt zu sein. Den Laptop kann ich bei einem Standortwechsel einfach in den Ruhezustand versetzen und dazu klappe ich das Display ein und klappe es am neuen Standort wieder auf. Nach dem Aufwecken sehe ich in der Bluetooth-Steuerung, dass der Laptop immer noch glaubt, er sei mit dem Tachymeter gekoppelt. Der Blick auf dessen Display verrät mir aber, dass das mit der Koppelung natürlich nicht ganz stimmt. Auch in diesem Fall hilft es aber, die Verbindung zum Tachymeter zunächst noch einmal explizit zu trennen und direkt danach wieder herzustellen. Und siehe da, die Messung funktioniert anstandslos. So, nachdem wir uns die beiden hier ausführlich zur Brust genommen haben, sind sie nun ziemlich beste Freunde geworden. Und zwar sowohl mit Kabel als auch mit Bluetooth. Na, was sage ich? Ein Herz und eine Seele. Ich hoffe, die Folge hat dir, Ihnen und euch gefallen und wir sehen uns bei dem einen oder anderen Thema einmal wieder. Ich kann jetzt auf jeden Fall vor Ort loslegen.